Jetzt auch mit der aktuellen KI-Euphorie erwarte ich für 26 eher mehr Volatilität. Ich erwarte, dass die Kurse auch mal reagieren auf die ganzen schlechten Nachrichten. Die sehr, sehr hohen Bewertungen, die wir gerade haben in den USA, die werden nächstes Jahr auch eher schwierig für den Aktienmarkt. Und wir sehen das ja auch ganz konkret gerade bei Technologieaktien, wo einige ehemalige Highflyer sich in kürzester Zeit halbiert haben. Deswegen erwarte ich 2026 alles andere als eine ruhige Börse. Was passiert in der Börse 2026? Wir haben einen der führenden Börsenexperten genau zu diesem Thema zu Gast. Deswegen ich freue mich sehr auf dieses Interview, denn ich bin sehr, sehr gespannt, wie er 2026 hier sehen wird. Ja, ich spreche natürlich von André Stagge. Die meisten kennen ihn aber es sei auch nochmal an dieser Stelle erwähnt, er hat sehr, sehr erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet als Fondsmanager über 2 Milliarden und das sehr, sehr gut verwaltet. Und heute gibt er Menschen genau diese Strategien weiter und hilft ihnen an der Börse erfolgreich zu sein. Lieber André, schön, dass du heute wieder dabei bist bei uns. Hallo Thorsten, schön hier zu sein. Ich würde sagen, lass uns gleich einsteigen, weil, was erwartet uns 2026 an der Börse? Was denkst du, wird es eher ein ruhiges Jahr? Also gefühlt ist es ja ziemlich chaotisch dort draußen. Was denkst du, wird es auch 2026 oder kommt da mal ein bisschen Ruhe rein? Es wird ein spannendes Jahr. Wenn man sich die Kurse anguckt, dann war es eigentlich die letzten 3 Jahre relativ ruhig, vom April mal abgesehen mit Trump und den Zöllen, die sich auch nach und nach in die Wirtschaft fressen und einige Arbeitslose auch schon erzeugt haben. Aber man darf auch nicht vergessen, seit 2009 haben wir im Durchschnitt 15% Rendite im S&P gemacht. Jedes Jahr 15%. Die 15 Jahre davor waren es quasi 0. Deswegen jetzt auch mit der aktuellen KI-Euphorie erwarte ich für 26 eher mehr Volatilität. Ich erwarte, dass die Kurse auch mal reagieren auf die ganzen schlechten Nachrichten. Denn eins ist auch Fakt, in den letzten 15 Jahren, wo es so nach oben ging, hat sich die Realwirtschaft, also das, wie es dem Average Joe in Amerika gibt, oder ich glaube viele in Deutschland spüren das auch, sehr weit von der Finanzwirtschaft entfernt. Konkret, wenn ich mir mein Geburtsjahr angucke und auch deins, 1983, seitdem hat sich der S&P versechzigfacht. Die durchschnittlichen Löhne in den USA haben sich aber nur verdreifacht. Und diese Schere, die merkt man langsam. Und deswegen glaube ich, die sehr, sehr hohen Bewertungen, die wir gerade haben in den USA, die werden nächstes Jahr auch eher schwierig für den Aktienmarkt. Und wir sehen das ja auch ganz konkret gerade bei Technologieaktien, wo einige ehemalige Highflyer sich in kürzester Zeit halbiert haben. Ich denke an die Oracle. Großes Euphorie noch im Sommer. Jetzt aktuell wirklich großes Problem für die Finanzmärkte. Und deswegen erwarte ich 2026 alles andere als eine ruhige Börse. An Technologiewerten und dem Stichwort KI-Blase kommen wir natürlich bei diesem Thema auch nicht vorbei. Da würde ich gerne mal gleich drauf eingehen. Also wie siehst du Technologiewerte? Also siehst du zum einen bereits eine echte Blase und dann, wenn ja, wann könnte dieser die Luft ausgehen? Also ja, ich sehe die Blase, insbesondere bei einigen Werten. Die Oracle hatte ich schon angesprochen. Wir haben mittlerweile die 10 größten Aktien im S&P, die 40% der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen. Das gab es, Thorsten, noch nie. Es gab noch nie so wenige Aktien, die eben den ganzen Index ausgemacht haben. Und natürlich die Amerikaner, sie dominieren auch den globalen Aktienmarkt in einer Art und Weise, die es noch nie gab. Und ja, diese KI-Aktien, die haben natürlich in den letzten Jahren auch gute Gewinne geschrieben. Deswegen sind die Aktien auch nach wie vor relativ gut unterstützt. Aber wir merken am aktuellen Rand, dass es eben kippt. Und woran mache ich das fest? Zum Beispiel an der Oracle. Die investiert ja Milliarden und Abermilliarden in das Thema Datencenter, möchte da eben in Microsoft, Alphabet und den anderen mitspielen. Und jetzt merkt man eben an den letzten Berichten auch, dass es schwierig wird. Man hat zum Beispiel eine große Datencenter-Lieferung oder Auslieferung der Kapazität an OpenAI jetzt verzögern müssen. Die war eigentlich für 2027 geplant. Es war im Sommer auch so der große Auftrag über 300 Milliarden, der nie auch irgendwo schriftlich so richtig fixiert war, sondern es war so ein typisches Börsenhype-Thema. Aktie 40% nach oben, aber danach kam nichts mehr. Und dieser große Auftrag, der wurde von 27 jetzt auf 28 verlegt. Man hat speziell gesagt, dass man eben die Arbeitnehmer nicht findet, um so ein um so ein Datencenter zu bauen. Ja, da hilft das Jobcenter in den USA auch nicht mehr. Und man hat halt viel zu teure Materialkosten momentan. Und dazu kommt eben die große Frage, wird es wirklich Gewinne geben aus dieser ganzen KI-Euphorie? Denn viele Unternehmen in dem Bereich sind alles andere als profitabel. OpenAI mit ChatGPT ist natürlich das beste Beispiel. Auch hier hätte man schon lange an die Börse gehen können, hat das meiner Meinung nach bewusst vermieden, weil man sich auch nicht zu sehr in die Karten gucken lassen möchte. Und da gibt es eben viele wirklich große Themen, die wir 26 ernsthaft diskutieren. Und deswegen ja, der Markt ist für mich eine Blase. Wir haben mittlerweile eine Dividendenrendite im S&P 500 von 1,3%. Also 1,3% Dividendenrendite, so wenig gab es noch nie. Auf der gleichen Ebene haben wir eine Bewertung von jetzt, wenn ich mir nicht die Forward-Looking KGVs anschaue, sondern die aktuellen von 25. Das heißt, wenn du dir den ganzen S&P kaufst, würdest du eine Rendite von 4% bekommen auf den tatsächlichen Cashflows von heute. Das ist nicht viel. Und im Technologiesektor ist diese Rendite, die du bekommen würdest, wenn du alle großen Technologieaktien besitzt,
so im Bereich von 3%, weil das KGV da so Richtung 36, 37 geht. Also das ist alles andere als viel und vor allen Dingen haben wir eine große Alternative, die durch die Inflation gekommen ist. Wir haben das Thema Anleihen und die zahlen mittlerweile 4-5% und das ist natürlich jetzt für Privatanleger nicht unbedingt so super interessant, aber für die Institutionellen, wie ich ja jahrelang auf Fonds verwaltet habe, ist es natürlich schon spannend, wenn du jetzt eine Dividendenrendite von 1,3 hast im S&P oder eben einen Renditenertrag aus 10-jährigen Anleihen von 4,2 oder irgendwann mal wieder 5 oder 6%, dann wechselst du eben raus aus der Aktie, rein in die Anleihe. Und deswegen, ja, wir sind im KI-Segment für mich in einer Blase. Und die einzige Chance, dass wir diese Euphorie noch verlängern können, ist eben, dass jetzt schnell Gewinne kommen. Die sehe ich aber nicht, denn die Euphorie, die ist sehr, sehr groß, auch schon die letzten Jahre. Es wurde massiv investiert. Und was mir gerade richtig Sorgen macht, ist der Rentenmarkt, wo eben zum Beispiel auch bei Oracle die CDS-Prämien explodiert sind. Das heißt, Kreditversicherungen werden extrem teuer. Und früher galt nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Heute merkt man eben, okay, du musst eben diese hohen Ausgaben, die du gemacht hast, diese Schulden auch in irgendeiner Form mal wieder verdienen. Und das stellt die Börse jetzt im Dezember, was ja eigentlich saisonal ein guter Monat ist, schon sehr stark in Frage. Ja, jetzt muss ich auch so ein bisschen so den Bad Cop spielen und auch mal sagen, also, weil das heißt ja auch immer an der Börse, ja, jetzt wird alles anders oder jetzt ist alles anders, der teuerste Satz überhaupt. Jetzt muss man aber sagen, KI, diese Situation hatten wir ja noch gar nicht. Also das würde ja realistisch betrachtet die Welt richtig durcheinander würfeln für die nächsten Jahre. Und die aktuelle Situation erinnert mich, und ich habe das ja damals auch miterlebt, nicht an den neuen Markt beispielsweise. Da hat man damals den Manfred Krug, der für Telekom Werbung gemacht hat. Also wir sehen aktuell noch keine Ahnung, Boris Becker, der für Nvidia Werbung macht oder Telekom oder was auch immer. Also von dem her, ja, aber könnte es auch noch ein bisschen weitergehen, oder? Ja, warum sehen wir keine massenwirksame Werbung? Weil eben das Thema KI-Chips kein massenwirksamer Markt ist. Das ist ein sehr spezielles Segment, sondern wir brauchen hier natürlich ein Produkt, was in die Breite trägt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGPT nehme, du müsstest deutlich über 200 € für ein Abo verlangen, alleine dass OpenAI Break-Even ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute uns zuschauen, die wirklich ein OpenAI-Abo haben für diese $25. Ich habe eins, aber ich bin mittlerweile auch mehr auf der Konkurrenz unterwegs, weil die einfach technisch besser ist und kostenlos. Also deswegen, das ist das eine Thema. Das andere ist, ja, diese große Euphorie, die ist nicht massenwirksam, sondern die ist speziell. Dass das Thema KI nicht Ausgaben hat in den USA, ist Quatsch. Also seit den 50er Jahren werden KI-Ausgaben sukzessive hochgeschraubt. Das hieß dann damals nur neuronale Netze oder es war einfach Digitalisierung. Also die Unternehmen wissen natürlich, dass sie über AI sehr viel Geld auch sparen können, weil am Ende geht's hauptsächlich darum, Kosten zu reduzieren und eben Mitarbeiter zu entlassen. Und ja, natürlich so diese richtig große Mega-Euphorie, dass jetzt jeder das von den Dächern schreit, das ist vielleicht noch nicht 100% in Deutschland angekommen, aber bleiben wir in den USA. Wir haben das höchste Margin Debt aller Zeiten. Das heißt, es gab noch nie so viel kreditfinanziertes Investieren und Traden in den USA wie jetzt. Wir haben die niedrigste Dividendenrendite aller Zeiten. Und das ist angesprochen, ja, die Geschichte wiederholt sich oder this time is different, teure Sätze am Finanzmarkt. Wir haben einfach die höchsten Bewertungen aller Zeiten. Also wenn ich mir das Buffett KGV anschaue, den Buffett-Indikator, haben wir den höchsten Stand, den wir jemals hatten. Das heißt, die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft haben sich extrem entkoppelt. Ich sage auch nicht, dass jetzt morgen sofort die Kurse fallen und das Thema KI eine Riesenblase ist, die sich nie amortisiert, sondern ich sage nur, es dauert deutlich länger, als der Markt das erwartet. Und deswegen bin ich auch immer ein Freund von Strategien. Konkretes Beispiel, solange wir jetzt in den großen KI-Aktien nicht unter der 200-Tage-Linie stehen, und da ist zum Beispiel eine Alphabet natürlich deutlich drüber, auch eine Nvidia ist noch deutlich drüber, eine Meta ist drüber, eine Microsoft ist drüber, aber eine Oracle ist drunter. Und die Aktien, die drunter sind, unter der 200-Tage-Linie, die würde ich momentan mit einer Kneifzange nicht anfassen. Und deswegen, ja, du brauchst eine klare Strategie. Aber ich denke auch, dieser Zyklus, den wir an der Börse sehen, der ist schon sehr, sehr, sehr weit gelaufen. Die Euphorie ist sehr, sehr, sehr groß. Und ich bin bei dir, es ist nicht so extrem vielleicht in der Massenwirksamkeit wie jetzt zum neuen Markt. Es ist aber trotzdem, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, aus meiner Sicht Bewertung KGV oder eben auch Dividendenrendite ein absolutes Extremum. Und das kann eine Zeit lang andauern, aber es wird nicht ewig so sein. Und mein Argument ist wirklich, wo ich mit der Börse angefangen habe, 96, gab es 15 Jahre an der Börse, wo du nach Inflation kein Geld verdient hast. Das war einfach so. Damals ja auch neuer Markthype, du hast es angesprochen, 96 bis 2000, Aktien durch die Decke. Aber die 10 Jahre danach, wo das Internet sich ja durchgesetzt hat, sonst würden wir dieses Interview gar nicht machen, du bist in Thailand, in Deutschland, hat der Markt einfach diese großen Gewinne nicht verdient. Und wir hatten damals zum Beispiel auch im Sommer 2000 die Versteigerung der UMTS-Lizenzen. 50,8 Milliarden wurden erlöst für den deutschen Staat, ein riesen Steuergeschenk, wurde in die Rente investiert, ging aber natürlich wieder schnell als ein Bach runter. Und 10 Jahre später wurden die gleichen Lizenzen nochmal verauktioniert, weil einfach einige das zurückgeben mussten, weil die Firmen pleite waren, für ein Zehntel des Preises. Also ja, Internet hat sich durchgesetzt, ja, KI wird sich durchsetzen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und da finde ich die Bewertungen wirklich alles andere als fair, sondern die sind deutlich überzogen. Und da müssen die Unternehmen schnell weiter ihre Gewinne so steigern. Und das sehe ich momentan wirklich nicht.
kann mir vorstellen, die Anleger stellen sich jetzt auch die Frage, in was soll ich denn investieren? Also die USA ist der größte Aktienmarkt der Welt. Jetzt muss man auch nochmal sagen, wenn wir uns da den S&P 500 anschauen, da sind ja vor allem 7 Unternehmen, die Magnificent Seven, also das heißt Apple, Microsoft, Alphabet, also Google, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Und der Rest spielt ja gar nicht mehr so die Riesenrolle, sage ich jetzt mal. Also das heißt, soll ich jetzt dann vor allem in diese Magnificent Seven hineingehen oder soll ich dann bei die anderen ja in Relation dahinter geblieben sind, eher in diese investieren? Ich bin ein Freund von Strategien. Das heißt, ich persönlich würde auf klare Strategien achten. Eine 200-Tage-Linie als gleitender Durchschnitt wäre halt ein gutes, einfaches Indiz. Und wenn du mich jetzt fragst, auf eine Perspektive von einem Jahr oder darüber hinaus, würde ich nicht mein Geld in die großen 7 investieren, weil sie sehr teuer bewertet sind und aus meiner Sicht das Momentum gerade kippt. Wir sehen das ja auch, eine Nvidia tut sich schwerer, eine Alphabet wegen besseren Chips tut sich leichter. Wir sehen Sektoren drehen, also die Nasdaq zum Beispiel hat in den letzten Wochen deutlich schlechter performt als eben dieser gleichgewichtete S&P und das ist meistens so, dass wir erst eine Rotation sehen und dann einen Kippen. Kann aber auch bedeuten für 26, dass der S&P oder vielleicht auch der Dow Jones, der eher industrielastig ist, 10% fällt, während die Nasdaq dann 20 fällt. Und das darf man auch nicht vergessen, diese großen 7, die du angesprochen hast, sie machen knapp 35% vom S&P aus. Die haben 2022 sich fast alle mal locker halbiert. Nvidia und Co. haben sich 22 halbiert. Im April-Crash, wo Donald Trump die Zölle bekannt gegeben hat, die sich jetzt ja nach und nach in die Wirtschaft auch reinfressen, haben diese Aktien nicht 20% verloren wie der S&P, sondern zwischen 30 und 40. Und das ist eben das Problem der hohen Bewertungen und dadurch, dass sehr viele Menschen da investiert sind. Es ist, wenn du da investiert bist, natürlich nach oben eine größere Chance gewesen in der Vergangenheit und für die größeren Optimisten als mich vielleicht auch in der Zukunft. Und es ist aber auch ein deutlich größeres Risiko. Und das habe ich im Portfolio-Management gelernt, das habe ich verstanden. Chance und Risiko gehen einher. Wenn du mich fragst, was wären jetzt gute Investments? Ich würde in Value-Aktien investieren, ich würde in Emerging Markets-Aktien investieren und ich würde auch Anlagen unabhängig vom Aktienmarkt suchen. Anleihen ist eine gute Idee, alternative Dinge, zum Beispiel eine steilere Zinsstrukturkurve, das kann man auch als Privatanleger spielen. In den USA ist sehr wahrscheinlich, die langfristigen Kapitalmarktzinsen steigen, die kurzen werden eher tief bleiben. Auf sowas kann man setzen, dass Inflation weiter steigt, darauf kann man setzen. Auch über Finanzderivate und einfache ETCs oder ETFs. Und das ist für mich besser, als jetzt den Trade zu machen. Magnificent Seven, du hast es gesagt, den alle haben. Denn wie gesagt, die Zyklen sind endlich. Und was ich halt auch gelernt habe, wir haben es auch beim Bitcoin ganz aktuell gesehen, wenn eben der Trend nach oben dann mal kippt, dann geht es nach unten dann doch etwas schneller, weil nach oben gehen alle langsam rein, langsam. Und nach unten dreht es sehr schnell oder an der Börse heißt es so schön, nach oben geht's über die Treppe und nach unten dann über den Fahrstuhl oder im schlimmsten Fall, wenn es richtig kracht, auch durchs Fenster. Mhm. Ja, du hast gerade so schön gesagt und das ist ja auch das, was ich sehr schätze an dir. Also du achtest auf Strategie, das heißt wirklich logisch, rational analysieren, wie verläuft, in welchen, sagen wir, Zyklen, was gibt's für Anomalien und Besonderheiten, warum gibt es diese und das gibst du ja auch an deine Community und auch an uns da weiter. An der Stelle auch erwähnt, wir haben jetzt hier am 6. Januar sind wir live. Ich schätze mal, da wirst du auch wieder ein bisschen was vorstellen, also da können wir in dieses Update dann richtig intensiv hineingehen. Genau, also der Link ist unterhalb von dem Video, genau, kann man vielleicht am Schluss noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, ansonsten, mich würde mal interessieren, weil die Börse läuft ja auch sehr, sehr stark im Gleichlauf mit dem Thema Liquidität. Und wie siehst du die Liquidität in 2026? Weil, ich meine, wenn da nochmal deutlich mehr Geld mit hineinpumpt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Börsen noch weiter nach oben gehen werden, weil das Geld muss ja auch irgendwo hin und die lassen das in der Regel nicht nur auf der Bank liegen. Ja, aber auch, wenn es in die andere Richtung geht, dann ist es eher schädlich für die Börsen, aber auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel Bitcoin, Edelmetalle etc. Also wie siehst du das Thema Liquidität in 2026? Ist ein absolut entscheidender Punkt, den du ansprichst und sicherlich auch ein Grund, warum die letzten 15 Jahre am Kapitalmarkt so gut gelaufen sind. Erst waren es die Notenbanken, die natürlich sehr, sehr viel Geld ins System gebracht haben. Dann waren es die Regierungen. Man merkt jetzt auch schon wieder die Unsicherheit. Die Fed hat ja angekündigt, bei der letzten Sitzung auf 40 Milliarden jeden Monat wieder kaufen zu wollen an kurzlaufenden US-Anleihen, um eben auch ein bisschen diese massive Neuverschuldung, die wir in den USA sehen, irgendwo noch finanzieren zu können. Und dann kann man natürlich das Argument aufbauen, ja, Liquidität, einfach mehr Geld ins System und dann werden alle Assetpreise steigen. Bin ich kein Freund von. Ich sag dir auch warum, Thorsten. Weil ab einem bestimmten Punkt bekommst du diese Liquidität nicht mehr umsonst. Wie gesagt, Oracle mein Beispiel, 106 Milliarden Schulden, Börsenwert sich jetzt innerhalb von wenigen Monaten halbiert. Und so ist es eben auch mit der US-Regierung. Wir haben über 38.000 Milliarden Schulden angehäuft. Das war lange kein großes Problem, weil die Zinsen sehr gering waren. Das heißt, der Kapitalmarkt hat dich quasi für 0% refinanziert. Einfach weil die Inflation gering war vor 2022.
war das kein Problem. Jetzt sind die Zinsen aber deutlich nach oben gestiegen, bedeutet eben auch, dass die Zinskosten, die laufend sind, deutlich hochgehen. Und das heißt, diese Liquidität, die jetzt bereitgestellt wird, zum Beispiel durch diese 40 Milliarden, die die Fed eben an Staatsanleihen kauft, die muss auch verzinst werden. Und diese Zinsen gehen nach oben. Und dann kann man sagen, na ja, die Fed ist schon lange nicht mehr unabhängig, die kauft das einfach von den entsprechenden Treasury Departments ab. Alles gut, die können sich massiv verschulden. Ja, mag sein. Nur das Problem ist, dieser Zinssatz, der ja massiv gestiegen ist, der trägt sich ja in die Wirtschaft weiter. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus in den USA finanzieren will oder ein Fabrikgebäude oder wenn ich einfach meine Hypothek zahlen möchte, dann muss ich jetzt doppelt so viel zahlen wie zu Zeiten von 2022. Das nennt sich Verdrängungseffekt, weil eben der Staat so stark als Kreditnehmer auftritt, verdrängt er andere Investoren und deswegen ist Liquidität nur ein Grund. John Maynard Keynes, der ja auch einen starken Anteil hat an dieser ganzen Geldpolitik, die wir gerade sehen und diesem Fiskalthema, der hat eben auch so schön gesagt, ja, man kann die Pferde zu Tränke führen, man kann sie aber nicht zum Saufen zwingen. Das heißt, man kann im System sehr viel Liquidität bereitstellen, so war es ja auch 2008 mit Lehman Brothers, aber wenn die Unternehmen sich nicht mehr vertrauen, wenn die Verbraucher den Unternehmen nicht mehr vertrauen, wenn ich eben als Anlage nicht mehr der Oracle vertraue oder anderen KI-Unternehmen, weil ich nicht denke, dass das Wachstum so weitergeht, dann haben wir ein Problem. Und dem Staat dauerhaft zu vertrauen oder auch der Notenbank, dass sie durch die Liquidität einfach jedes Problem lösen, finde ich bedenklich. Wir haben die Auswüchse ja dieses Jahr auch gesehen in Gold und Silber, beste Jahre seit 1979, damals ja auch eine sehr volatile Börsenphase in den 70er Jahren. Und das ist so ein bisschen das Signal auch, dass dieses Vertrauen in die Systeme erodiert. Und auch Aktien können eine lange Zeit sich gut aufrechterhalten, aber irgendwann haben wir Probleme und wir sehen das ja realwirtschaftlich. Also mehr als 20% der Unternehmen im Russell 3000 sind Zombie-Unternehmen. Die decken mit ihren Erträgen nicht mal ihre Zinskosten. Das kann dauerhaft nicht gut gehen. Wir haben die höchsten Insolvenzen in den USA seit 2009. Wir haben die höchste Zahl der Entlassungen in den USA, auch wegen KI, auch seit 2009, wenn ich Corona mal außen vor nehme. Also das sind alles realwirtschaftliche Themen. Und dem Mann auf der Straße, sage ich mal, der als Konsument die Unternehmen ja stützt, der hat's schwer. Und wir haben vorhin über KI gesprochen. Also die USA wachsen gerade um 3,8%. Wenn ich KI-Wachstum rausnehme, bin ich bei 0%. Wenn ich die großen 7 aus dem S&P rausnehme und mir auch die Performance in Euro angucke, sind wir negativ dieses Jahr durch den Euro-Dollar-Effekt. Und die USA, sie brauchen momentan den schwachen Dollar. Dadurch können sie sich im Außen finanzieren. Damit können sie die Liquidität hochhalten. Aber dieses Argument, immer mehr Liquidität und dann werden wir alle besser leben, das sehe ich nicht, weil warum arbeiten dann noch so viele Menschen, wenn sie einfach nur zum Bankautomaten gehen können, Geld rausziehen? Es ist halt ein Ponzi-Scheme. Also Liquidität hat uns geholfen, hat uns hier hingebracht mit den Bewertungen, ist sicherlich vom Timing her schwer, deswegen haben wir ja das Webinar am 6., wo ich auf klare Strategien eingehe und wo auch viele Indizien sind, dass gerade 26 ein schweres Jahr ist. Insbesondere zum Beispiel, wenn ich an die Midterm-Elections denke, die im November 26 sein wird, die Republikaner richtig treffen wird, weil Donald Trump bei Weitem nicht mehr die Zustimmung hat, wie noch vor einem Jahr, weil eben die Amerikaner merken, dass es ihnen schlecht geht und Liquidität ihre Probleme nicht löst. Und da wird es gerade im Sommer nächstes Jahr doch Verwerfungen geben. Aber du hast völlig recht, Meinung ist das eine, es ist gut, sich auszutauschen, deswegen gerne Bad Cop sein, meine Meinung kann falsch sein. Worauf ich aber immer setze, sind Strategien. Denn Strategien sind statistisch bewiesen, Strategien sind kausal und Strategien sind für mich auch der Schlüssel zum Erfolg. Ja, du hast gerade auch gesagt, Vertrauen in den Staat. Ja, in den USA sehen wir ja, wir gehen auf 38 Billionen US-Dollar Staatsschulden zu. Das ist eine gewaltige Summe. Das hatten wir historisch auch noch nie weltweit. Aber irgendwie geht es immer weiter. Irgendwie ist das Vertrauen doch noch da. Aber auch so wie du sagst, wenn das Vertrauen halt einmal wirklich so beschädigt ist, dass es nicht mehr vorhanden ist, dann haben wir möglicherweise die Büchse der Pandora. Also jetzt auch das Thema Staatsverschuldungen. Also auch in der EU und in Europa ist es ja selbig, ist auch Deutschland immer mehr und mehr Sondervermögen, was ja nichts anderes sind als gewaltige Sonderschulden. Wird das auch ein großes Thema sein 2026? Wird uns das auf die Füße fallen, auch in der Weltwirtschaft? Es ist in jedem Fall eine Gefahr und das Vertrauen ist eben so lange da, bis es weg ist. Das Schöne ist, gerade in Deutschland sind wir alle sehr treue Lemminge und deswegen mag ich ja auch deinen Job, dass die Leute sich mal auf die Straße stellen und gegen Sonderschulden protestieren, ist sehr unwahrscheinlich. Solange du halt immer noch so deine Grundbedürfnisse stillen kannst, und da geht es uns ja zum Glück noch allen relativ gut, ist kein großer Stress da, aber das Finanzsystem bläht sich auf wie in einer Art und Weise, du hast es gesagt, was es halt noch niemals gab. Und wir hatten diese Ansätze schon mal auch vor Lehman Brothers. Damals war es eben der Subprime-Sektor, jetzt ist es halt ein viel größeres Segment. Wir haben das Thema der Schattenbanken und. Und da ist eben dieser Vertrauensverlust relativ nahe, sage ich mal. Und das ist eben schon für viele auch soweit ist, sieht man ja am Goldpreis. Das hat ja einen Grund, warum ein Asset, was jetzt keine Zinsen zahlt, was ja eigentlich nur Sicherheit bietet,
so stark in den letzten Jahren gestiegen ist. Und das ist ja nicht nur dieses 25er Jahr, sondern auch davor. Aber auch da war nicht davor anzunehmen, dass es immer so weitergeht, weil wenn sich die Kapitalmärkte nach unten bewegen, wie wir es jetzt auch 2008 gesehen haben, auch ein gerades Jahr, wo Statistik ja aussagt, gerade Jahre eher schlecht an der Börse, ist Gold dann auch ab dem zweiten Quartal deutlich gefallen. Das ist halt auch interessant, weil dann viele eben Gewinne auf einer Assetklasse mitnehmen, weil sie sehr große Verluste auf einer anderen haben. Deswegen diese Probleme, sie sind da, sie sind real, sie werden sich auch entfalten. Und das ist halt das Schöne, man kann diese Verschuldungsthematik ja auch lösen. Es wird ja immer so getan, als wenn man Verschuldung einfach macht und das nie reduzieren kann. Das stimmt ja nicht. Man kann Verschuldung reduzieren. Man muss halt nur harte Schnitte gehen. Und ich glaube, das wird kommen. Konkret, wenn man zum Beispiel Steuern erhöhen würde, würde man ja viele dieser Ausgaben auch in den USA oder auch in Europa refinanzieren können. Das möchte nur keiner, weil man dann halt Wirtschaft abwirkt. Und da habe ich ein schönes Beispiel auch. Und zwar Zyklen an der Börse. Also das ganze Leben ist ja ein Zyklus. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und Zyklen funktionieren eben nach oben und nach unten. Und was wir seit 2009 gesehen haben, ist ein künstliches Verlängern eines Aufwärtszyklus immer wieder, erst durch Corona, dann aber auch durch andere Themen. Es wurde ja immer wieder gerechtfertigt, mehr Schulden zu machen. Man ist halt nicht den harten, den unbequemen Weg gegangen, sondern man ist diesen weichen, diesen laxen Weg gegangen, der für Politiker natürlich super ist. Und man hat damit natürlich die breite Masse auch im Irrglauben gelassen, dass sie eben einfach entsprechend immer so weiter in dieser Goldilocks-Welt leben kann. Mehr Liquidität führt zu steigendem Wachstum. Aber wir sehen faktisch, wir haben 7-8% Neuverschuldung bei den Staaten, bei gerade mal 3% globalen Wachstum. Das ist einfach ein sehr schlechtes Verhältnis und das wird auch nicht besser in den nächsten Jahren, sondern das wird eher schlechter und deswegen sind diese Probleme für mich real. Und 26 würde ganz gut passen vom Timing, dass es da auch mal eine größere Korrektur gibt. Und falls ich da falsch bin, wie gesagt, die Strategien zeigen am Ende ja den Weg. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch schon richtig auf den 6. Januar. Du machst die Events ja auch immer individuell und auch die Strategien, die du dieses Mal vorstellen wirst. Und es wird natürlich nochmal viel ausführlicher sein, weil es ist ein spannendes Thema. Es wird uns alle beeinflussen dort draußen. Und es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Ja, aber von dem her am Schluss nochmal so die Frage, weil es klingt alles wie so ein sehr, sehr heißer Tanz auf dem Vulkan. Das heißt, was empfiehlst du jetzt Anlegern? Wie geht man jetzt mit der Situation um? Ganz klar Strategien umsetzen, vorher sich überlegen, was man in welcher Situation macht. 200-Tage-Linie hatte ich ja kurz angedeutet. Einiges werden wir im Live-Webinar dann noch vertiefen. Da zeige ich dann meine 10 Lieblingsaktien. Wir gehen darauf ein, welche konkreten Strategien ich auch zur Vermögenssicherung gebe. Dann zeige ich dir einige Investments, die ich habe, wo ich auch entsprechend dann momentan eine hohe Sicherheit sehe. Und das Wichtigste ist einfach, diesen Wechsel mental auch vollziehen zu können. Und woher weiß ich das so genau? Ich habe bei 96 mit der Börse angefangen, 99, 2000 All-In. Und 2001 und 2002 ist es ja deutlich gedreht. Ich konnte aber mental mich nicht darauf einstellen, dass es eben nicht immer weiter so schnell steigt. Und habe dann meine 1000% Gewinn sozusagen wieder deutlich nach unten gebracht. War damals nicht schlimm, weil ich ja noch Schüler und Student war und dann auch eben mit den Verlusten klarkam. Aber es ist ja schade, wenn jetzt eben jemand aus den letzten Jahren gute Gewinne hat und einfach die dann nicht nur weg sind, sondern er vielleicht auch wieder mit Hebel sogar deutlich mehr reingeht und dann mehr verliert. Deswegen ist es wichtig, eine klare Strategie zu haben und darüber sprechen wir beim Live-Webinar. Ja, ich freue mich drauf. Wie gesagt, immer wieder spannend, dich mit dabei zu haben. Bist ja ein absoluter Community-Liebling bei uns. Vielen herzlichen Dank für das spannende Interview und die Einblicke da draußen, deine persönlichen Marktmeinungen. Genau, wie immer da draußen. Du bist selbst dein bester Berater, deine beste Beraterin. Informiere dich, weil ansonsten diese Informationen, die bekommt man in der Regel jetzt nicht in der herkömmlichen Presse und auch nicht in dieser Klarheit. Also von dem her, André, genau, bis zum 6. Januar. Wir freuen uns auf dich und genau, bis bald.